das im Griff haben von Abläufen. Ich glaube, einer der größten Stressfaktoren für einen Zahnarzt ist Zeitmanagement. Ich glaube, heute ist es richtig an der Zeit, vielleicht, wir hatten das nicht gerade jetzt als Thema für jetzt geplant, aber ich denke, Zeitmanagement, seine Agenda, seine Abläufe im Griff zu haben, ist das Hauptthema, das auch für ganz viele psychische Erkrankungen verantwortlich ist. Und ich denke, gerade auch in dem Kontext, was jetzt passiert ist oder was jeden Tag passiert draußen, wäre es an der Zeit, Dominik, dass wir da mal zu dem Thema vielleicht heute uns auseinandersetzen. Sehr gerne, sehr gerne. Ich denke ja, warum nicht? Lass uns mal einfach mal die Aktualität nutzen und etwas machen, was für alle relevant ist. Und ich kann dir sagen, auch für mich ist es relevant, für jeden relevant, egal wer dir was erzählt. Auch, also mir ging es geschäftlich nie besser wie dieses Jahr. Ich kann mich vor Aufträgen nicht retten. Ich habe viele Leute, die einfach was von mir haben wollen und ich liebe auch meine Arbeit. Das ist das Schöne, so wie du. Du liebst Zahnheilkunde, ich liebe Coaching. Das heißt, nicht jeder ist in dieser Lage, ja. Das heißt, man muss natürlich sich sehr glücklich schätzen. Trotzdem, es gibt auch Momente, wo du sagst, boah, das wächst mir alles über den Kopf, ist einfach zu viel. Ja, und da muss man es erkennen und wo ich auch selbst irgendwann mal sagte, oh, das sind irgendwie so, ich habe gemerkt, auf einmal konnte ich mich mit meinen Augen nicht mehr konzentrieren auf mein Bildschirm und mein Bildschirm ist ja mein Hauptwerkzeug im Grunde genommen. Ich mache fast 90% meiner Beratungen sind online mittlerweile. So, weißt du, und dann, oder es ist so viel, ich muss da links, rechts und oben, unten, hinten, davor alles Mögliche managen gleichzeitig und dann sagst du, wo fange ich an? Also gerade wenn du noch so ein bisschen so ADHS-Tendenzen hast und du tust dich schwer, dich zu fokussieren, das Ding erschlägt dich komplett, ja. Und dann ist die Frage, wie kommst du da raus? Ja, und dann ja, also ich habe auch einige Kunden, wo ich immer wieder sage, Achtung, es sind jetzt im Prä-Burnout-Bereich. Da muss man schon aufpassen. Das ist nicht okay, dass sie jetzt 2 Wochen in Urlaub fahren und sie kommen zurück und sie fühlen sich noch erschöpfter, als bevor sie gefahren sind. Weil der Druck wächst, weil nichts gelöst wird, weil sie sich fragen, wie soll das alles gehen? Ja, wie soll ich überleben zum Beispiel? Ich mache sowieso schon mehr als 1000 Scheine die ganze Zeit und also 1200 oder so und dann kommt auch noch die Kassette war und sagt, ey, du bist über Budget, da zieht man die sowieso 20% zurück und dann, wenn ich es nicht mache, wer wird sich um diese Patienten kümmern? Es ist keiner da, die gehen dann alle in die Rente, ein Monat nach dem anderen schließt eine Praxis und wird nicht übernommen. Ich arbeite von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends. 5 Tage die Woche an meinen Patienten, verdiene dabei nichts, weil die wollen alle nur 0,1 Zahnstein. Na, also so um die 60, 80 Euro Umsatz pro Stunde, und, wo ich 500 machen sollte. Und dann gehe ich nach Hause. Was muss ich machen? Ja, die Admin, wo ich nicht dazu kann. Das heißt, am Wochenende verbringe ich die ganze Zeit nur noch mit der Admin. Ich sehe meine Familie nicht, meine Kinder haben nichts von mir. Ich drehe durch, ich kann nicht mehr. So, das ist solche Dinge, die ich erlebe. Und wo ich sage, okay, jetzt, das war's. Jetzt kommen Sie zu mir und wir werden da was machen. Ähm, und dann gibt es, das eine ist der Druck der finanzielle Druck kann unheimlich groß sein und stark sein. Das andere ist der Druck an Aufgaben, die man tun muss. Und gerade wenn die Dinge nicht funktionieren, wenn dein PVS nicht läuft, deine Praxisverwaltungssoftware, und du musst ja die Abrechnung machen und du kommst nicht dazu, weil es funktioniert gar nichts. Das Ding hängt da, ja. Kannst die Quartalsabrechnung nicht machen oder die TI, die Telematikinfrastruktur klappt nicht. Und weißt du, es gibt solche externe Faktoren, die dich so bremsen können, dass du irgendwann sagst, ich kann nicht mehr und ich habe null Einfluss drauf und die Dinge haben mich. Ich habe, Und das ist etwas, was ich über die ganzen Jahrzehnte meiner Praxisgeschichte immer wieder erlebt habe. Da gibt es ein ganz schönes Beispiel aus meiner ersten Arbeitsstelle. Ich war bei einem Zahnarzt angestellt, 3 Jahre lang, und ich war immer überpünktlich. Also ich wusste, wenn ich um 8 Uhr meinen ersten Patient habe, da war ich um halb 8 war ich schon da, habe die Krankengeschichten vorbereitet, weil ich wusste, ich möchte um 8 Uhr loslegen. Mein Chef kam um 10 nach 8, also er hatte auch um 8 Uhr schon den ersten Patienten, kam um 10 nach 8, ist nicht in das Behandlungszimmer gegangen, sondern in sein Büro, hat der Assistentin gesagt, bringen Sie mir mal einen Kaffee und einen Whisky. Dann hat er angefangen, Kaffee zu trinken, einen Schluck Whisky und hat die Zeitung gelesen bis um halb 9.
Und dann hat er angefangen zu arbeiten und um 5 Uhr, wenn eigentlich quasi die offizielle Praxiszeit vorbei war, dann hat er halt weitergearbeitet, weil er noch nicht fertig war. Natürlich. Und jeden Tag hat er dann halt bis 6 oder halb 7 gearbeitet und die Helferinnen haben auf die Uhr geschaut und haben gesagt, ja, ist halt so, ist halt so. Aber das Problem, dass man seine Zeit nicht einteilen kann, ist ein generelles Problem, das ich überall sehe. Und ganz viele Leute fragen mich ja konkret immer, wie machst du das alles? Dann sage Ja, ich Punkt eins, du musst früh genug aufstehen, du musst deinen Tag planen. Und das wichtigste Tool, das ich einsetze, heißt Getting Things Done. mm, Alles, was du in 2 Minuten erledigen kannst, solltest du sofort erledigen, weil sonst kriegst du das Stapel auf dem Tisch-Syndrom. ja, Das genau. heißt, dein Stapel an Briefen, dein Stapel an Arbeit wird immer größer. Konkret zum Beispiel in der Praxis, du behandelst den ersten Patienten, bist ein bisschen knapp in der Zeit, du denkst, ja, den Eintrag in der Krankengeschichte, den mache ich dann später, weil ich habe Genau. jetzt keine Zeit. Also du schiebst Arbeit auf Ja, und am Abend um 5 Uhr, ich bin um 5 Uhr mit allem fertig. Um ja, 5 Uhr sind alle Einträge gemacht, alles ist erfasst, alles ist fix und fertig. Also wenn ich aus der Praxis rauslaufe, ist Praxis zu. super, Und super. wenn du dann um 5 Uhr anfangen musst, noch die KGs auszufüllen und denkst, der Dominik war doch um 8 Uhr da, was habe ich bei dem jetzt gemacht? Ich habe da, Ja, genau. doch, und dann fragst du noch die Assistentin, was haben wir denn beim Dominik gemacht? War das eine Füllung oben rechts oder war das beim 5 oder war das beim 6? Und das gibt zusätzlichen Stress, der Ja, absolut unnötig ist. Der ist absolut unnötig. Also bei uns im Wartezimmer warten die Patienten nicht. Also das ist für mich Zeitmanagement. 100%. Zeitmanagement ist das A und O, Hm. ich sage mal, für jeden Betrieb. Wenn du als Patient in eine Praxis reinkommst, dann möchtest du höflich begrüßt werden. Und bei uns ist meistens so, dass dann ein Patient kommt, wenn er pünktlich kommt, dann heißt es, sehr geehrter Herr Bouillet, Sie dürfen gleich mitkommen. Und die Patienten, weißt du, Ja, ja, genau, sind es gut. Ja, so nach dem genau. Motto, ich muss nicht noch eine halbe Stunde warten. Ja. Unsere Patienten haben sich über die Jahre daran gewöhnt. Für die Mhm. ist es fast komisch, wenn man ihnen sagt, ja, sie müssen noch ein paar Minuten warten. Ja. Oder? Also das ist meiner Meinung nach, und ich glaube, dass das auch in deinem Coaching-Programm ein wichtiges Thema ist, Abläufe Ja. zu optimieren. Und ein wichtiges Thema ist ganz klar Zeitmanagement. Wie packst du das an? Ja, also 100%. Es gibt einiges, was ich da mit im Grunde fast jedem Kunden bespreche, weil ich sag mal so, um andere führen zu können, musst du dich selbst schon mal führen können. Führung fängt bei dir an. Wenn du dich nicht im Griff hast, wenn du dich nicht unter Kontrolle hast, wie willst du andere unter Kontrolle haben? Wie willst du andere im Griff haben? Das geht gar nicht. Deshalb umgekehrt sage ich auch jedem anderen Mitarbeiter in der Praxis, jeder einzelne von euch, auch die jüngste Azubi, die seit 2 Tagen da ist eine Führungskraft. Die gucken mich alle so. "Hä?" Ja, du bist deine eigene Führungskraft. Du musst dich schon mal führen. Ja, wenn du das nicht kannst, dann braucht man dich hier nicht. Ja? Also jeder ist eine Führungskraft. Manche sind Führungskräfte von mehr als nur sich selbst. Das ist die nächste Entwicklung. Aber jeder muss wie eine Führungskraft agieren im Leben. Sowieso. So, und du musst die Dinge einfach im Griff haben. Wie kriege ich mein Leben unter Kontrolle? Und es gibt viele Sachen tatsächlich, es gibt No-Gos, es gibt Todsünden, die dafür sorgen, dass sozusagen du selbst den Sarg aufmachst, wo du landen wirst. Ja? Zum Beispiel, du hast gesagt, und ich bin ein absoluter Verfechter davon, es gibt so diese Methode Do It Now. Alles, was sofort innerhalb von 2 Minuten erledigt werden kann, dann machst in dem Moment, wo du es anfängst. Oder fang nicht an. Und da ist schon mal das erste Problem. Wie oft fängst du an, deine E-Mails zu lesen, aber du hast dir nicht wirklich die Zeit genommen, um sie abzuarbeiten? Dann sage ich, fang gar nicht an, weil sonst, du bist ja 10 Minuten da, machst Fässer auf, und sagst, oh, das muss ich machen und oh, das auch noch und oh, das auch noch. Jetzt hast du schon mal das ganze Problem, du hast einen Rucksack voll, bevor du überhaupt deinen Arbeitstag anfängst, hast nichts gelöst, hast nur die Probleme und die Aufmerksamkeit zerstreut in allen Richtungen. Mach das nicht. Lass deine E-Mail in Ruhe, lass deine WhatsApp in Ruhe. Oder entweder du nimmst dir Zeit dafür, du sagst, pass auf, jeden Morgen eine halbe Stunde, bevor ich meine Arbeit mache, dann gehe ich an all meine Nachrichten. Das wäre das Beste.
beantworte sie und eine halbe Stunde später ist alles Setup. Jeder hat die Antwort bekommen, die er bekommen musste. Die Entscheidungen sind getroffen. Jeder kann arbeiten. Jetzt kann mit meiner Arbeit losgehen. Also das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich sage, du machst ein bisschen 2 Blöcke pro Tag oder 3. Einmal bevor du losgehst, einmal in Mittagspause und einmal abends, bevor du nach Hause gehst. Beantworte deine Post, deine Korrespondenz, alle Nachrichten und dann ist Schluss und gut. Ja, also das ist zum Beispiel so eine Sache, die ich sehr empfehle. Das nächste ist, arbeite mit einer Liste oder einer To-Do-Liste, wobei es gibt viele Namen von Listen und To-Do-Listen. Aber Mein, da habe ich dir ein ganz gutes, das ist ein guter Punkt. ja, Wir haben ja jetzt seit 2 Jahren so ein Qualitätssicherungsmanagement, das eigentlich Cloud-basiert ist. Und in der Praxis sind in den beiden Steris, weil es geht ja vor allem um die Abläufe, Sterilisation, Material und so weiter. Aber da haben wir eine App und eigentlich sind alle Aufgaben definiert. Also am Morgen quasi Praxis aufmachen, ja, Steri aufmachen, das machen, das machen, das machen, Toilette kontrollieren. Also wirklich der ganze Ablauf ist hinterlegt ja, und am Anfang ist alles rot. no, super. Und wenn es erledigt ist, also du musst dann draufklicken, wenn es erledigt ist, ist es weiß. Ja, Und das Thema, das Ding ist ganz einfach. Am Abend, wenn die Praxis geschlossen wird, also man muss die Praxis auch schließen quasi, darf nichts mehr rot sein. ja, das ist perfekt. Und Wie dann heißt hast du im Prinzip, dann kannst du sagen, alles gemacht. Also wir haben keine Ordner mehr, wir haben gar nichts mehr, sondern es ist alles hinterlegt, auch mit den ganzen Dokumenten, die du haben musst. Ich weiß genau. nicht, ob es so etwas Ähnliches auch schon in Deutschland gibt. Das heißt, in der Schweiz ist das MedMonitor, Mit eine, Monitor, ja. eine Aber es kleine klingt, Firma, die das vor 2, 3 Jahren haben die angefangen, ja, sehr erfolgreich und möchten jetzt auch in den deutschen Markt, weil ich glaube, solche Tools sind sehr hilfreich, um eben Abläufe zu automatisieren, die Kontrolle automatisieren. Der Chef kriegt einmal in der Woche auch einen Bericht, wo ich sehe, da hat es noch ein paar Punkte, die sind jetzt seit Wochen, die sind immer rot. Das war zum Beispiel, weil wir am Freitag hören wir früher auf arbeiten. hm, Das heißt, bei uns ist die Praxis, ich arbeite jeden Freitag nur bis 12. Die Damen sind ich sag mal, theoretisch sollten sie bis 2 Uhr da sein, sind sie meistens nicht. Ist ja egal. Ich sage immer, wenn alle Arbeiten ja. erledigt sind, Okay, dann dann können sie ja. auch gehen. Also Ja, auch unser Sohn, der bei Roche arbeitet, in einer großen Firma, hat gesagt, schau mal, stress dich nicht, wenn deine Angestellten theoretisch bis um 6 Uhr da sein sollten und um halb 6 gehen sie. Punkt eins ist, passiert etwas, wenn Sie jetzt früher gehen? Also ist das Telefon nicht beantwortet? Also passiert etwas, aber wenn quasi alles erledigt ist und keine Konsequenzen dahinter stehen, dann hat er gesagt, weißt du, du machst sonst nur Ärger. Du kannst das sagen, wenn du das merkst, sagst den Angestellten, schau mal, ich habe jetzt da gesehen, dass ihr da eigentlich ständig anstatt um halb 6, um Viertel nach 5 oder um 10 nach 5 schon aus der Praxis verschwindet. Also es wird immer früher, dass ihr geht. Und dann merken sie es wieder und dann wird das wieder ein bisschen besser. Aber grundsätzlich darf man und soll man seinen Angestellten auch eine gewisse Freiheit geben. Ich sage immer, ist mir egal, wenn ihr einen Kaffee trinken wollt zwischendurch, aber die Arbeit muss erledigt sein. Wenn die Arbeit erledigt ist, dann könnt ihr das machen. Am Freitag auch, sage ich, du, alles aufräumen, alles auffüllen, dass ihr ready seid für Montag. Und wenn ihr halt eine halbe Stunde früher fertig seid mit allem, dann könnt ihr auch eine längere Kaffeepause machen. ja, da haben sie sich das gegönnt und verdient. Genau. Das heißt, wichtig ist das Ziel, dass die Aufgaben erledigt sind, nicht wie du es machst. Nicht die Zeit. Die Zeit fühlen hat noch nie jemandem was gebracht. Auf der anderen Seite umgekehrt, wenn es sein muss, dass sie eines Tages länger bleiben, damit alles abgearbeitet ist, dann müssen sie es auch tun. Das heißt, das geht in beide Richtungen. Ja. Genau. Und ja, also die Sache, ich arbeite unheimlich gern mit Checklisten. Checkliste ist für mich mit das wichtigste QM-Werkzeug, Qualitätsmanagement-Werkzeug. Jede Stelle sollte eine Checkliste haben. Bis zum Chef, der soll auch mal wissen, okay, was muss ich alles erledigen heute, in einer Woche, in einem Monat? Was sind die wichtigen Dinge im Jahr auch? So, es gibt Dinge, die muss ich regelmäßig machen. Ja. Ich habe Und manchmal habe ich neben den Checklisten noch so passiert. Das sind die Quick Notes, die quasi meistens vor Feiertagen ansammeln, wo ein Patient noch kommt und sagt, ja, wir müssen das und das und das noch erledigen und dann mache ich mir eine Notiz.
Aber das sind jetzt auch, das ist eigentlich ein Haufen Arbeit, aber das wird heute noch alles erledigt. Sehr gut. Das ist gut für den Eingangskorb. Also, genau, dann ein System, was ich habe, ist ein Dreikorb-System. Eingang, Inarbeit, falls ich es doch nicht sofort erledigen kann, und Ausgang, damit ich weiß, okay, jetzt muss ich sortieren oder jemand kann es für mich sortieren. Ja? Und im Ja. Grunde, das ist ein Kommunikationssystem und das ist ein lebendiges System. Das heißt, die Idee ist, alles, was im Eingang ist, wenn ich mir die Zeit dafür genommen habe, dann gehe ich durch. Dann leere ich meinen Eingang. Alles, was ich sofort machen kann, mache ich sofort. Was nicht sofort gemacht wird, wird terminiert und gemacht, dann später. Ja, weil ich habe kleine Entscheidungen, kleine Kommunikationswege und ich habe auch größere Projekte. Und für größere Projekte muss ich mir auch Blöcke nehmen. Und dann hast du das Konzept Eat the Frog. Ja, das heißt, das, was du am wenigsten gerne machst oder die großen Dinge, dann nimm dir auch mal extra dafür Zeit. Am besten fängst du damit an, am Tag, nachdem du deine Kommunikation beantwortet hast, und machst du gerade die Dinge, die größte Energie von dir verlangen, weil du keine Lust hast, die machst du als Erste. So, Das das ist wie hilft. bei, war wie früher zu Hause. Was hast du zuerst vom Teller gegessen? Genau. Genau, immer Ja? das, was Das, dir. was du am wenigsten magst, aber das ist eigentlich ein Fehler. Das ist ein Fehler. Du musst das zuerst essen, was du am liebsten hast. Ja, Weil es ist dann auch schon passiert, mir auch mal passiert, dass du das, was nicht gut ist, zuerst gegessen hast und dann deine Mutter sagt, oh, du hast das ja gerne, da hast du noch ein bisschen mehr. Also mach die Dinge. Aber ist klar, jetzt sagen wir, wenn wir über Arbeit reden, auf Schweizerdeutsch heißt das so schön, die unangenehmen Erbetli, die unangenehmen Arbeiten, die soll man zuerst erledigen. Und Ja, die Sachen, an denen man Spaß hat, die fallen sowieso leichter. Die kann genau. man ja dann hinten anstellen. Also natürlich nicht zu lange Ja. warten, aber trotzdem mach das zuerst, was du denkst, das stinkt mir jetzt, Und das es zu ist wirklich machen. so, also, du weißt ja, ich hatte ja Krebs und das heißt, ich war in einer körperlichen Verfassung, wo ich einfach weiß, wie es ist, wenn man körperlich komplett kaputt ist und null Energie hast, wenn du weniger als 0,0% Batterie für deinen Körper hast. Und dann jede Kleinigkeit ist zu viel und du schaffst es nicht. Und dann habe ich gemerkt, es ist wirklich, wie ich mein Leben meistere, hat viel mit Energie, mit der Fähigkeit, meine Energie zu managen. Und es ist wirklich so, dass die Dinge, die ich nicht mag, die mache ich viel besser am Anfang des Tages, wenn ich noch voller Energie bin, als am Ende des Tages. Weil dann die Energie ist weg und ich habe keine Lust und dann trödel ich rum und was auch immer, ich bin nicht effizient. Es bringt gar nichts. Also deshalb ist es für mich besser, die Dinge, die ich nicht mag, ganz am Anfang des Tages zu machen. Da bin ich sehr viel effizienter und dann bin ich auch froh, weil dann habe ich sie erledigt. So, oh, siehst du, das hast du gehasst, aber jetzt ist er hinter dir. Ach, schön. Ja, und es ist ein schönes Gefühl, um den Tag zu starten. Ja. Also dann, ich komme mal zurück zum Thema To-Do-Listen, weil es gibt tausende von Aufgabenlisten oder To-Do-Listen. Ich habe eine ganz besondere. Das ist die perfekte Liste für ADHS-Leute. Ja, das interessiert mich. Mittlerweile, Meine Frau sagt immer, wahrscheinlich warst du auch ein ADHS-Kind oder ja, bist immer noch genau. ADHS, aber man hat dir nie Ritalin verschrieben. Ich, Bei mir war es so, dass meine Mutter, als wir nach Hause gekommen sind von der Schule, hat sie gesagt, so, und jetzt gehst du mal 2 Stunden raus spielen. ja, also Musste ich, jeden Tag 2 Stunden raus spielen und dort hat man dann seine Energie auch rausgelassen. ja, Und das sind Dinge, die heute vielen jungen Leuten fehlen, dass ja, man so ein bisschen sich auspowert. Und dann war ich wirklich nach dem ganzen Tag Schule und 2 Stunden mit den Kolleginnen und Kollegen draußen spielen und rumrennen. Da warst du wirklich kaputt, musstest dann noch die Hausaufgaben machen und dann gab es Nachtessen und dann ins Bett. Also das dann, fehlt heute oft ein bisschen, dass man sich ein bisschen mehr auch ja, bewegt, mehr etwas macht. Man muss nicht immer ins Fitnesszentrum gehen, aber aber man muss Bewegung ist aktiv, gut, ne? also im Bewegung, Prinzip, rausgehen, spazieren, ja, ja, das ist immer gut. Sowieso sogar mit die beste Therapie, die es geben kann im Leben. Einfach spazieren gehen, ne? ja, Tag. absolut. Ist auch super. Also erzähl mir von deiner ADHS-Checkliste. Ja, genau. Also, nochmal ganz kurz, also ich muss mal ganz klar sagen, weil du hast da auch noch ganz am Anfang das Thema angesprochen. Ich will einen Punkt noch sagen, bevor ich in die Liste gehe. Ich finde im Moment sehr, sehr traurig, dass man versucht, jegliche Probleme der Welt mit Chemikalien, nämlich mit Medikamenten zu handhaben. Ich denke, dass für die meisten Leuten Ritalin keine Lösung ist. Es gibt ganz andere Lösungen. Wenn ich sehe, wenn man fragt, wer ist HDHS, eigentlich im Grunde
99% der Bevölkerung kann die Hand heben, so, ja, ich auch, weil wir haben alle eine Schwierigkeit, uns zu konzentrieren und wir lassen uns alle so gerne ablenken und lenken uns selbst ab, bewusst eigentlich, weil wir lieber Dinge machen, die uns Freude machen oder weil wir lieber ins Internet gehen, Social Medien und Instagram, was auch immer. Und am Ende fragen wir uns, ja, wo ist die Zeit? Ja, die Zeit ist, wo wir sie vergeudet haben. Ja. Und die Zeit ist ja das Wichtigste, was wir haben, ist eigentlich unser wichtigstes Kapital. Wir wissen, in dem Tag, wo wir geboren werden, wir haben 70 oder 80 Jahre und viel mehr wird es nicht. Irgendwann ist rum. Napoleon sagte, es gibt Leute, die klauen mir meine Zeit und die werden nicht mal bestraft dafür. Das ist ein wirklich Kapitalsünde, ja, Zeit zu klauen. Aber das Schlimmste ist, heutzutage sind wir alle in der Lage, selbst unsere Zeit zu klauen und es zu merken, weil fehlende Disziplin damit, weil wir nicht merken, wie wichtig Zeit als Kapital ist. Ja? Und genau, das heißt, also das wollte ich sagen zum Thema noch Hilfe vom Psychiater. Ich sag mal nur, ja, es gibt Profis oder zumindest es gibt Leute, die einen Titel haben. Es ist auch wie Zahnärzte. Es gibt Top-Zahnärzte und es gibt Leute, da willst du nicht von ihnen behandelt werden. Das heißt, schau mal auf die Ergebnisse. Schau mal auf, wie viele Menschen haben sie wirklich geheilt mit ihren Methoden. Wenn einer sagt, ja, zum Beispiel beim CMD oder so, ich kenne einen Typ, der hat schon mal 4000 Fälle 100% geheilt. Und ich war, okay, wenn ich ein CMD-Probleme habe, dann gehe ich zu ihm, weil ich weiß, er kann das. Es gibt, ich kenne andere, auch Professoren, die das auch lehren. Die sagen, naja, meine Frau ist seit 30 Jahren bei mir in Behandlung, jede Woche muss ich an ihrer Schiene was ändern. Das sage ich, er hat keine Ahnung. Also, egal wie sehr Professor, bla bla er ist, ich würde nie zu ihm gehen. So, und dasselbe gilt auch für psychologische Sachen oder Psychiater, Psychologen. Ich bin persönlich kein super Freund von ihnen, weil die meisten, die ich jemals kennengelernt habe, haben kein Ergebnis. Das Einzige, was sie machen können, ist dir ein Medikament zu geben. Ich sage, das ist ja keine Lösung. Du löst kein geistiges Problem mit Chemie. Ja, so, und da muss man ganz genau schauen. Und wer Erfolg hat, egal ob er einfach nur ein Coach ist oder ein Psychologe oder was auch immer, zu dem gehe ich und das ist das Einzige, was zählt für mich. Zeig mir deine Ergebnisse. Ja, so, jetzt. Absolut, da bin ich absolut bei dir, dass sich viele Leute hinter anderen Dingen verstecken. Natürlich, also ich bekomme das ja mit, weil unser älterer Sohn bei Roche, einer der größten Pharmafirmen, arbeitet. Da wird natürlich auch Geld gemacht mit Medikamenten. Ja, Das ist so ein zweischneidiges Schwert, sage ich immer, wenn du über diese ganzen Dinge diskutierst. Er ja, sagt mir, schau mal, im Prinzip bedienen wir auch Bedürfnisse von Menschen. Wenn du zum Beispiel konkret den amerikanischen Markt anschaust, die wollen, die wollen die neuesten Medikamente, die neuesten Produkte, also nicht nur Medikamente, die wollen immer das neueste Auto, das neueste Handy, das neueste und möglichst 2 Jahre vor dem Rest der Welt. Und genau. dafür sind die Amerikaner bereit, Geld auszugeben. Hm, hm. Also die sagen, wir wollen einen Vorteil, egal in welchem Bereich, und wir erkaufen uns diesen Vorteil, weil wir sind powerful und wir können uns das leisten. Und natürlich denkst du dann immer, ja, aber was machen die Leute in den armen Ländern, die sich die Dinge nicht leisten können? Und da ist schon so, dass diese Schere natürlich brutal auseinandergeht. Ja. Das ist natürlich eine Entwicklung, die global stattfindet. Aber das ist eine andere, eine ganz Also ganz andere anderes Thema, Geschichte. ja, genau. Aber das ist wirklich so und nicht, also Shiny Objects sind nicht immer das Beste für dich und was neu ist, ist nicht unbedingt besser als was alt war und bewährt. Wir sehen das gerade in der Medizin sehr oft. Es gibt viele Medikamente, die an den Markt gebracht werden, die nicht so gut sind wie die alten Präparate. Da muss man schon sehr, sehr, sehr genau gucken. Aber gut, jetzt kommen wir zurück zu meiner Wunderliste. Genau. Also, weißt du kennst ja diese Theorien, die sagen, ja, du solltest Maximum 3 Hauptaufgaben oder Ziele pro Tag haben, die du dann abarbeitest, weil sonst ist zu viel. Das stimmt auch meistens, also sowieso, mehr als 3 ist richtig viel, aber es ist so, dass im ADHS-Zeiten auch 3 ist zu viel. Ja. Und dann mache ich anders. Ich sage einfach mal, eigentlich Zeitmanagement ist nicht Zeitmanagement, ist Prioritätsmanagement. Du musst gucken, was sind deine Prioritäten. Da gibt es auch viele Werkzeuge. Wir wollen vielleicht nicht so ganz sehr zu tief da rein einsteigen, wie die Eisenhower Matrix mit dem Thema, was ist wichtig, was ist eilig und was ist es nicht und so weiter. Das kann schon helfen, ja, zu priorisieren. Aber ganz grundlegend, was ich mache, meine Liste heißt eine Not Doing Now Liste.
Es Okay. ist nicht eine, Erklär mal, was die Not Doing Now-Liste ist. es ist nicht eine To-Do-Liste, das ist eine Not Doing Now-Liste. So, und wie sie funktioniert, ist erstmal ist es ein Eimer. Ein Eimer für alle Aufgaben, alle Ideen, alles, was mir durch den Kopf geht, alles, was mir auch andere Leute geben können, wo ich sage, oh, stimmt, das gehört zu meinem Tätigkeitsbereich. Oder auch Ideen, Pläne, was auch immer. Ich schreibe mir alles auf. Warum? Damit es nicht im Kopf rumläuft. Weil wenn dann, sonst da ist es wie im Kopf habe ich einen gewissen Arbeitsspeicher und wenn er voll ist, dann bin ich auch durchgebrannt. Dann kommt ein blauen Screen wie bei Windows. Ja? Daher alles immer runter vom Kopf. Meine Termine runter, meine Aufgaben runter, alles geschrieben. Punkt eins. So, und dann, ja, jetzt habe ich eine Liste und die Liste, die wird groß. Manchmal, die hat 100, 150 Punkte da dran. Aber die Frage ist, was ist davon, was will ich wirklich machen? So, und mein Punkt ist, du machst Prioritäten. Und jedes Mal, zum Beispiel am Anfang des Tages, du gehst durch deine Liste kurz durch und du guckst, okay, was davon ist das Allerwichtigste? Was will ich unbedingt und jetzt und sofort machen? Und der bekommt die Priorität eins. Und weißt du was? Das ist das Einzige, was du tust auf dieser Liste. Du tust immer die Priorität eins. Und sobald es fertig ist, dann guckst du, dann machst du einen Haken, guckst du deine Liste. Also ich schmeiß dann runter unter getan. Mittlerweile habe ich eine Liste von getan, die ist über 1000 Punkte. Und wenn ich die anschaue, sage, siehst du, hast doch was gemacht. Manchmal hilft es mir auch zu, ja, wann habe ich das gemacht? Habe ich es erledigt oder nicht? Und dann gucke ich mal kurz und dann sage, ja, doch, das war unter den getan. Wunderbar, alles gut. So, und dann sehe ich, okay, jetzt von Punkt 2 bis 40. Was ist das Allerwichtigste, was ich als nächstes unbedingt jetzt machen muss? Also, ach, das war der Punkt 5. Okay, jetzt schiebe ich ihn zu eins. Es geht ja sehr leicht automatisch mit den verschiedenen Listen, die man hat auf iPhone oder was auch immer, ja. Und die haben wir sowohl auf dem Computer wie auf dem iPhone, wie auf dem Tablet, ist überall und überall greifbar. So, und dann sage ich, okay, jetzt, das ist die Priorität eins. Und jetzt mache ich nur noch die eins wieder. Und wenn die eins fertig ist, dann wieder halte ich ab und gehe ich nochmal durch meine Liste und sage, was ist jetzt die neue Priorität? Es kann sein, dass zwischendurch was anderes dazwischen gekommen ist, was jetzt Priorität eins hat. Es kann sein, dass alles andere, was gekommen ist, nicht so wichtig ist. Das wird später gemacht. Aber der Punkt 2, der da war, der ist jetzt auch wichtig. Und dann mache ich das wird meine eins. Und ich mache meine Priorität eins. Das heißt, es ist eine Not Doing Now List außer den ersten Punkt. So, und damit war ich sehr gut. Das heißt, und ich, anstatt dass ich mir Ziele gebe im Sinne von, heute muss das und das und das unbedingt gemacht werden, weil manchmal klappt es, manchmal nicht. Ich sage, heute hast du 2 Stunden Zeit, um effizient Dinge abzuarbeiten, die wichtig sind. Sorg dafür, dass in diesen 2 Stunden du dich nicht ablenken lässt oder selbst ablenkst, weil das ist eigentlich die größte Sabotage dabei. Du lenkst dich selbst ab und zwar bewusst. Ja? Das heißt, das ist Production-Zeit, das ist Effizienzzeit und ich arbeite meine Items, also meine Punkte von der Liste eins nach dem anderen ab, nach Priorität jedes Mal. Ja, Perfekt. Also das ist quasi auch ein super Abschluss für das Thema Zeitmanagement, meiner Meinung nach, dass wir da jetzt mal das zusammenfassen. Eigentlich hast du schon alles gesagt zum Thema, meiner Meinung nach zum Thema Zeitmanagement. Deine Non-To-Do-Liste finde ich eine super coole Idee. Die werde Not ich doing mir, now list, not doing now Not list. Doing Now Liste, ja, die werde ich mir absolut merken. Vielleicht mache ich das intuitiv auch schon so. Also ich habe keine Ahnung, aber ich werde da mal meine Gedanken dazu machen und schauen, wie mache ich ich habe auch To-Do-Listen. Ich schreibe mir auch immer auf, was ich erledigen muss und gibt auch Punkte, die dann plötzlich nicht mehr auf der Liste sind. Ja. Äh, Ich hab aber 2 Teile davon, noch ein extra Teil, das ist, was ich unbedingt innerhalb der kommenden Woche machen muss. Also das ist eigentlich ganz am Anfang, das sind die wichtigen die möchte ich am Ende der Woche erledigt haben. So. Das ist als Guideline, weißt du? Und natürlich immer nach dem Motto, was ist es, was mich am meisten in Richtung auf meine Ziele bringt? Ja, egal, ob das Umsatzziele sind oder was auch immer ich für wichtige Lebensziele habe. Ja, und das ist schon da, das ist so nach dem Motto als Leuchtturm, ja, was mich orientiert. Und dann habe ich meine komplette Not Doing Now List. Und die arbeite ich nach dem Prinzip. Ja. perfekt. Also unsere nächste Non-Doing Now-Liste ist ja bald ist Weihnachten. Ich meine, klar, es kann ja auch jemand dann diese Episode nächstes Jahr anschauen, aber trotzdem, du hast ja gesagt, dass du jetzt mal noch ein paar Tage Urlaub machst. Ja, Und also ich nehme mir im Grunde 4 Wochen Zeit. 3 Wochen für mich persönlich, weil ich denke, es ist wichtig, dass man was für sich tut.
Und noch eine Woche mit meiner Tochter und ihrem Freund, wo wir dann nach Ägypten fliegen und einfach tauchen werden zusammen. Und da freue ich mich richtig drauf, nach Weihnachten. Genau. Und dann komme ich in alle Frische wieder zurück und dann geht es wieder los fürs ganze Jahr. Ja, und dann werden wir uns auch wiedersehen zur nächsten Episode mit Dominik. Es gibt noch so viele spannende Dinge, die wir miteinander besprechen können. Also wir wünschen euch allen auch eine erholsame, geruhsame Weihnachtszeit. Ob ihr den Weihnachten feiert oder nicht feiert, das sei ja dahingestellt. Wir sehen ja, dass, was war diese Woche, hat jemand gesagt, rettet die Adventskränze oder gewisse Traditionen sollen wir nicht über Bord werfen, weil die gehören auch ein bisschen dazu, auch, ob man jetzt an Jesus und Gott oder was auch immer glaubt, sei jetzt dahingestellt. Aber ich denke, dass diese Zeiten auch Zeiten sind, wo man ein bisschen eben reflektieren kann. Da hat ein Comedian letzte Woche einen guten Spruch gesagt, eigentlich heißt die Zeit vor Weihnachten stille Zeit. Aber es ist schon lange keine stille Zeit mehr. Also und da gibt es gewisse Dinge und darum finde ich es cool, dass du jetzt sagst, 3 Wochen für mich, eine Woche für meine Familie. Das finde ich eine coole Geschichte und das ist der perfekte Abschluss. Nehmt euch mehr Zeit für euch und eure Familie, weil die Familie oder euer Freundeskreis, der meistens nicht sehr groß ist, das ist euer soziales Netzwerk, das ist euer, euer Rucksack, der vollgeladen ist mit Energie, der euch auch unterstützt, der euch weiterbringt. Und ich freue mich, Dominik, schon, dich in alter Frische im neuen Jahr für neue Episoden wieder dabei zu haben. Also danke vielmals für Zuhören oder Zuschauen und bis bald. Ich mich auch. Bis bald.